Mexiko ist für mich dazu mal so, wenn jemand da war, dann habe ich die Person so als Abenteurer irgendwie abgestempelt. Es ist auch eine recht geile Zeit. Es ist eine sehr unbeschwerte Zeit. Und ich kenne niemanden, der gesagt hat, dass es eine schlechte Erfahrung war. Also ich kann jetzt ein grosses Bier bestellen, das weiss ich jetzt. Ein Stoöl, das weiss ich jetzt. Ja, zack. Jetzt. Die Idee für ein Austauschsemester hatte ich eigentlich schon immer. Also ich wollte immer weggehen und neue Kulturen erleben. Und ja, wie es mal so ist, einfach mal irgendwo anders zu leben und zu wohnen und zu studieren. Ich bin auf Bangkok gegangen. Dort hat mir vor allem der kulturelle Unterschied gereizt. Ich bin das Jahr davor auch schon in Thailand und es hat mich so dann bestätigt, dass ich dort das Auslandssemester machen möchte. Ich denke, ja gut, wenn man 2 Wochen dort eine coole Zeit hat, wieso nicht 6 Monate? Ich habe gedacht, ich bin vielleicht nicht so gut in Sprachen. Wenn ich aber dort wohnen würde, dann müsste ich dann reden und nachher würde ich sie dann gleich irgendwie lernen. Und ich habe einfach gemerkt, hey, das gibt mir eine Möglichkeit, wo ich meine persönlichen Grenzen testen und im besten Fall verschieben. Das habe ich unglaublich spannend gefunden. Ich habe erfahren, dass die erste und zweite Wahl nicht geklappt hat. Ja, dann zuerst sicher mega enttäuschend und richtig so nein. Weil halt so einen Plan und dann wird er plötzlich kurz davor wird dann so. Und dann irgendwie in einem Tag müssen sofort umstellen und irgendeine neue Destination auswählen. Und dann habe ich Kopenhagen gefunden. Und dann dachte ich, ja, das ist es, komm, hoffen wir, es klappt. Ja. Und dann hat es geklappt. Ja, meine Familie, als ich das erste Mal mit dem Plan gekommen bin, hat eigentlich gut reagiert. Es hat sich ein bisschen geändert, als ich einmal gesagt habe. Also meine Mami war sicher schon mal klar. Aber bevor ich das Ticket gebucht habe, hat sie gesagt, also ich komme dann und dann dich besuchen, ist gut. Meine Mama hat halt ein bisschen überdenken können, weil er so weit weg wird sein und nicht an Weihnachten daheim kann sein. Was halt so wie Mamis halt sind. Ja, also sie ist dann auch 2-mal gekommen. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht noch das 3. Mal. Ich so, nein, das ist gut, 2-mal, das ist gut. Also ich bin auch grundsätzlich eher introvertiert und durch das Auslandssemester konnte ich lernen, ein bisschen besser auf Leute zuzugehen. Dass ich halt sehr viele enge Freunde kennenlernen konnte, die mich sehr gut verstehen und auch immer noch regelmäßig in Kontakt bin. Du musst wirklich fast wegrennen, dass du die Leute nicht kennenlernst. Das war gerade am 2. Tag. Haben sie mich irgendwie dann begrüßt mit irgendwie Brownies. Da, schau, hallo, wir sind so und so. Und dann ich so, ja, hallo und so. Und dann bist du so ins Gespräch gekommen und dann am Abend sind wir gerade in den Ausgang gegangen mit so Leuten, die du eigentlich gar nicht kennst. Ohne das Auslandssemester hat es Stipendium in dieser Form nicht gegeben. Ich war ein Jahr lang in Mexiko und in der Mitte dieses Jahres bin ich mit 2 Freunden reisen und sind dann wirklich auch irgendwie auf die Schiene Food gekommen. Weil ein grosser Bestandteil des Reisen ist halt wirklich auch das Essen und Sachen probieren, Geschmäcker kennenzulernen. Und dann haben wir wirklich uns irgendwie darauf eingeschossen und gesagt, hey, wir wollen etwas mit Chilis machen. Mein emotionalster Moment ist halt, als ich meine Freundin kennengelernt habe, logischerweise. Das war auch eine Exchange-Studentin. Das war noch funny, weil wir uns eigentlich schon am ersten Abend kennengelernt haben. Ja, dann hat es eigentlich schon ein bisschen gefunkt. Und dann haben wir natürlich auch sehr viel miteinander erlebt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man gerade am Anfang auch so viele Eindrücke zusammen sammeln. Was mir spontan einfällt, ist ein Laternenfestival, das es gibt in Chiang Mai. Das ist einfach ein Welt, wo x-tausend Leute die Laterne in der Nacht auflösen. Und es hat halt etwas Magisches gehabt. Es ist halt so ganz himmlisch, erleuchtet mit so ganz Lichter. Wenn du ein bisschen in ärmeren Ländern den Leuten wie auch das Interesse zeigst über ihre Kultur, dann ist das so ein Stolz, der sie erfüllt, das nachher zu zeigen. Und ich bin an Grillfest eingeladen worden als einziger, der nicht Mexikaner von dieser Region war. Und die haben alles ausgepackt, was sie von ihrer Kultur zeigen wollten. Und die haben den teuersten Tequila genommen, den sie extra für mich aufgemacht haben, weil sie wollten, dass ich
das erleben. Für das bin ich unendlich dankbar und es war für mich so eine Bestätigung von wo ich wollte, was ich erleben wollte, was ich lernen wollte. Genauso wie ich es eigentlich wollte. Und vielleicht noch sogar ein bisschen besser. Ich würde das Austauschsemester auf jeden Fall empfehlen, weil es ist einfach eine Erfahrung, die dich ein Leben lang prägt. Und auf jeden Fall bringt es dich immer weiter. Also sei es schulisch oder persönlich. Also es ist immer eine Erfahrung, die dich irgendwie weiterbringt. Ich würde einfach sagen, machen es einfach. Alle, die zurückkommen, sagen, ja, sie vermissen es, sie möchten es am liebsten noch einmal machen. Von dem her, wenn man die Möglichkeit hat, man sollte es machen. Der Schritt vorwärts wagen ist erstmal etwas in der Persönlichkeitsentwicklung, wo man sagt, hey, ja, ich wage jetzt etwas und ich bin mutig und ich ziehe es jetzt durch. Wenn du so denkst, eigentlich würde ich es gerne, aber ich habe da schon noch ein bisschen Respekt und so, dann musst du es unbedingt machen, weil genau, wenn du es dann machst, dann wachst du über dich aus und dann hast du eigentlich den grössten Effekt. Allen würde ich es empfehlen, allen. Wirklich, weil es so geil ist.